Moin Leute, ich bin hochmotiviert, denn ich darf heute wieder zum Angeln fahren. Und zwar mit Erik und Niki. Zwei gute Kumpels von mir. Erik kenne ich schon länger, der war gerade ein halbes Jahr in Neuseeland. Ist jetzt wieder da hat man sich eine Menge zu erzählen, deswegen wollten wir zusammen los. Das habe ich natürlich gleich verbunden mit einem kleinen Video, das wir drehen werden. Arne kann leider nicht dabei sein, der macht gerade Urlaub, aber es macht nichts. Wir kommen sicherlich auch zu dritt super zurecht. Und das Thema des Videos ist Meerforellen im Sommer. Und wir versuchen es wirklich mal tagsüber bis zur Dämmerung, ob wir da einen Fisch erwischen können. Das ist unser Ziel. Schauen wir mal, ob es klappt. Wir sind alle drei mit der Fliegenroute unterwegs. Den Rest erzähle ich euch am Wasser. Ich habe keine Zeit mehr, ich muss packen, es geht los. Von oben war dann so ein Krähenfight, dem ich zugeguckt habe. Ein Krähenfight? So Krähen haben sich so richtig hart gebettelt. Das sah gerade so geil aus. Die beiden erzählen schon wieder Geschichten von dicken Forellen. Wir fangen heute aber trotzdem nichts. Wir fangen heute noch dickere Forellen, weil wir sind jetzt im Sommer und die Forellen sind jetzt richtig fett und haben richtig Bock auf unsere Fliegen. Oder was meinst du, Erik? Ja, mit 3 Routen gehe ich heute noch. Mit 3 Routen gleich, ja. Sicherheitshalber. Eine Senkschnur, eine schwimmende und eine Intermediate-Zone. Niki, bist du auch motiviert? Motiviert. Sehr schön. Sonne. Perfekt ist das. Dann wollen wir auch direkt anfangen. Auf geht's! Da ist doch was gewesen, Digga. Also ich glaube, ich habe hier einen Ring gesehen. Oder da steht die ganze Zeit Kraut. Ich bin die ganze Zeit gedanklich schon bei diesem Einschlag in der Route, ey. War das ein Biss? Ich habe hier vorne, glaube ich, einen kleinen Ring gesehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ziemlich weit hier vorne im Flachen. Es wird gleich einfach nur einen Einschlag in der Route geben, glaube ich. Das knallt richtig in meiner Nase. Also ich denke, spätestens zur Dämmerung wird irgendwas passieren. Hattest du in Neuseeland Tage, wo du so viele Stunden keinen Fisch gefangen hast? Okay. Sollen wir da hinten an die Spitze gehen, oder was? Si, Senor. Wir haben den Spot gleich erreicht. Erik und Niki können schon fast nicht mehr. Ich bin noch topfit. Und gleich sind wir da. Das mache ich nur zum Film. Einer muss das ja machen. Und da oben kommt eine schöne Strömungskante. Das ist im Sommer ganz cool für Forellen. Wollen wir mal gucken, ob da ein paar Forellen zum Abendbrot vorbeikommen.
Geil, Erik. Petri. Danke! Boah, Alter. Netter Fisch. Geil, ey. Richtig fette Sommerforelle. So, ich habe mir mal Erik geschnappt mit seinem schönen Fisch hier. Zeig doch mal her. Moinsen. Geil, ey. Ja, wir haben den ersten ein bisschen größer geschätzt, als er war. Wir dachten, der hätte fast 60, weil er so fett war einfach nur. Ja. Aber der hat so Mitte 50 ungefähr. Richtig Genau. schöner Sommerfisch. Also richtig dick. Geil. Was für eine Fliege hast du genommen? Eine Standardmarklos, grau, schwarz, ganz Ja. einfach. Und hier vorne direkt in der Trübung drin, ne? Genau, hier ist eine nette Trübungskante und direkt an der Grenze zum Clan war es noch leicht angetrübt. Weiß nicht, 4., 5. Wurf, den hat es auch schon geballert. Geil. Und Niki hat für dich gekechert. Ja. Niki, komm doch mal und zeig deinen Kescher her. Für die extra klein. Für die extra klein. Ja, Ja, das ist schon ganz cool. Also wenn ihr eure Kumpels mit am Wasser habt, einer sollte immer einen Kescher dabei haben. Falls denn mal doch größere Fische dabei sind, damit man die auch sicher landen kann, sonst beißt man sich nachher selber in den Hintern, wenn man die dann noch verliert. Ja, cool. Hast du schnell gestrippt, langsam? Was hast du gemacht? Relativ schnell. Relativ schnell gestrippt, ja. Ja, geil, ey. Wir haben jetzt noch ungefähr 30 Minuten bis zum Sonnenuntergang, vielleicht nur noch 15. Alles klar, dann wollen wir noch eine fangen. Hier seht ihr nochmal den Mageninhalt der Forelle. Ganz außergewöhnlich. Die hatte 2, 3 Krebse drin, auch einen richtig großen. Sieht man eigentlich eher bei Dorschen, bei Forellen eher weniger. Aber ihr habt ja schon gesehen, wir hatten hier diesen riesigen Krebsfriedhof am Strand. Also hier sind richtig viele unterwegs. Und da schnappen sich die Forellen wohl hin und wieder hier welche, haben sich dran gewöhnt. Und dann werden die halt auch erfinderisch, die Forellen. Deswegen war sie wohl auch so fett. Ich könnte noch ein bisschen dichter ran, sodass wir alle einigermaßen... So, wir machen uns bereit für einen Endspurt. Wir wollen jetzt noch den Sonnenuntergang reinfischen. Niki hat da eine spezielle Methode, auf die er mal Bock hat. Ja. Was machst du? Ich werde jetzt mit einer Oberflächenfliege fischen, mit Schwimmschnur. Ja. Die werde ich langsam an der Oberfläche führen, so dass sie dann immer ein bisschen ploppt. Gucken, vielleicht hat die eine oder andere Forelle Lust. Ansonsten wechsle ich auf eine größere, die dann einen Sandaal imitieren soll, der an der Oberfläche gejagt Geil. wird oder lang fischt. Ja, wenn das Wasser so warm ist jetzt schon, wir haben jetzt 17 Grad, glaube ich, ungefähr, ne? Müssten ungefähr sein, ja. Dann ist das richtig geil so an der Oberfläche, besonders abends. Da sind die Fische oft aktiv. Was probierst du jetzt, Erik? Ich werde, glaube ich, erstmal weiter fischen mit der normalen grauen Magnus. Anschließend vielleicht, wenn es noch ein bisschen dunkler ist, na, wo ist sie denn? Habe ich so eine Art Isolde, bisschen größer, bisschen voluminöser, macht ein bisschen mehr Dampf. Sowas in der Art. Ja, ein bisschen Druck unter Wasser, dass die Fische das vielleicht ein bisschen mehr merken, ein bisschen mehr sehen. Mal sehen. Mal gucken. Geil, ja. Ich bleibe bei einer Standard Magnus, entweder braun oder ein bisschen knalliger. Mal gucken, je nachdem wie viel Trübung wir hier noch drin haben, gleich wenn wir wieder drin sind. Und dann schauen wir mal. Wir haben jetzt auch nicht mehr viel Zeit. Die Sonne ist gleich da hinten weg. Deswegen wollen wir jetzt schnell ins Wasser. Und dann fangen wir noch eine zweite, oder? Wenn du das sagst. Ja, auf jeden auch Fall. noch. Eine dritte auch noch. Auf Jeder geht's. eine? Ja. Sauber. Ich werde jetzt nochmal diese Strömungskante ins Auge nehmen. Die beiden anderen stehen da hinten im flacheren Bereich. Niki mit seinem Popper. Erik versucht das nochmal mit dem Streamer. Und ich gucke hier auch mit dem Streamer an der Strömungskante, ob da noch was geht. Na, wie tief ist das denn bei dir, Erik? Du stehst auf dem Stein, ne? Ich? Nö, ich bin sehr groß. Alles klar. Also, aber diese 20, 30 Zentimeter, die machen manchmal ganz schön was aus. Kann man besser werfen, ne? Hast du mehr Bewegungsfreiheit? Ich wollte nochmal das restliche Licht gerade nutzen. Und zwar würde ich gerne wissen, wie dein YouTube-Channel heißt, weil ich habe mir da ein paar coole Videos angeguckt, als du im Urlaub warst. Und ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Ich glaube, der heißt einfach Erik Müller. Erik Müller?
Ja, das ist ja cool. Ich bin der Meinung. Dann packe ich nochmal einen Link in die Beschreibung und dann können die ganzen Leute da mal raufgucken. Sehr gerne. Weil ich fand gerade das mit den Kingfish waren das am Meer, ne? Oder was war das? Neuseeland. Ich war jetzt vor kurzem in Neuseeland, hab da ein paar nette Videos gedreht. Eins da glaube ich auch vom Meerforellen angeln. Das habe ich kurz vorher gemacht, bevor ich los bin, mit Lasse zusammen. Werden bestimmt noch ein paar kommen. Wer Lust hat, kann sich die ja mal angucken. Alles klar. Warum hast du so bunte Finger? Bunte Finger? Achso. Das ist ein kleiner Strip-Schutz. Auf Dauer, wenn du den ganzen Tag die Schnur durch die Finger strippst, werden die irgendwann wund oder können sie wund werden. Und das ist ja unangenehm im Salzwasser, brennt. Wie eine Brandblase theoretisch. Von daher ist es ein bisschen angenehmer mit diesem Schutz. Alles klar. Danke und noch viel Spaß auf deinem Stein. Bitteschön. Und wie läuft's mit dem Popper? Noch nichts passiert? Bisschen Zeit haben wir ja noch, bis wir losfahren. Mal gucken, vielleicht geht jetzt die nächsten Minuten noch was. Ich dachte gerade, da war ein Schwaller. Was war denn eine Fliege, ne? War nicht so ein Terror hier, Niki. Ich gleich mal gucken, wenn ich zu Hause bin. Alter, hör doch auf damit! Und noch einmal hier vorne da, wo das Kraut ist. Ungefähr wo Erik steht, bis da hinten zum großen Stein. Dazwischen sind überall die Krautfelder, die wir auch auf Google Maps gesehen haben. Und da ziehen 100 pro öfter mal Forellen lang. Ich muss mich auch tatsächlich daran gewöhnen, einfach nur neben dir zu stehen, wenn du deine Fliege aus dem Wasser ziehst. Ich zuck immer so rüber, wenn ich das höre. Nee, wegen der Frühjahrsfischerei, wir hatten das so oft, dass neben uns ein Schwall war, direkt auf der Höhe, wo wir standen. Da. Ah, Alter, hör doch mal auf damit! Es ist so ungewohnt. Ich gehe 3 Meter weiter nach links. Natürlich haben wir wie angekündigt noch ganz viele Forellen bekommen. Ja, nicht so wirklich, aber leider. Wir haben es versucht. Wir waren guter Dinge. Ging leider nichts mehr. Erik hatte noch einen Nachläufer. Ja. Einen Schwall hast du gesehen. Genau, ein ordentlicher Schwall dahinter. Aber wird wahrscheinlich auch eine Forelle gewesen sein, man weiß es nicht so genau. Für Sommerfischerei ist das aber schon voll okay, wenn man eine schöne Forelle rausholt. Also ich bin zufrieden, mir hat Spaß gebracht. Ach, war ein schöner Tag mit Sonne, ja. Wind, Welle, Wasser. Erik zurück aus Neuseeland. Begrüßungsforelle abgesahnt. Angekommen, würde ich sagen. Angekommen. Auf jeden Fall, die gönne ich dir auch. Danke, danke. Ja. Ja, das war der erste Teil von Sommerfischerei auf Meerforelle. Wir machen bald noch einen zweiten, mal gucken, wen wir dann dabei haben. Vielleicht wieder Niki, vielleicht auch Erik. Je nachdem, wie die Zeit es zulässt. Du bist ja bald erstmal in Norwegen, ne? Ja. Schick ein paar Bilder. Das werde ich definitiv machen. Sauber. Ja, schön. Dann machen wir jetzt Feierabend. Wenn wir auf dem Rückweg noch was sehen, dann packen wir die Route noch mal aus. Ansonsten war es das für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Abonniert den Kanal, guckt auch mal in andere Videos rein. Bis bald. Ciao. Tschüss.